Prag liegt an der Moldau im fruchtbaren Prager Becken, etwas westlich des Zentrums des heutigen Tschechiens. Sie teilt sich in die vier historischen Stadtteile Altstadt, Neustadt, Kleinseite und Hradčin, übersetzt Burgstadt. Schon im Neolithikum ist die Gegend um Prag besiedelt. Viele Stämme siedeln hier und es bilden sich kleine Ansiedlungen, die wachsen. Die erste Prager Burg entsteht im 9. Jahrhundert westlich der Moldau auf dem Hradčin. Die Přemysliden, eine Fürstenfamilie, zieht in die Burg und gewinnt zunehmend an Macht in Böhmen. Im 9. Jahrhundert entstehen auch die ersten christlichen Kirchen. Zur Überquerung der Moldau wird eine hölzerne Brücke gebaut. Im 10. Jahrhundert entsteht auf dem östlichen Moldauufer die Prager Hochburg Vyšehrad. 973 errichtet Otto der Große das Bistum Böhmen. Die hölzerne Brücke wird bei einem Hochwasser zerstört. Daraufhin bauen die Prager die steinerne Judithbrücke. 1342 fällt sie ebenfalls einem Hochwasser zum Opfer. Die anschließend gebaute, 516 Meter lange Karlsbrücke orientiert sich an der steinernen Brücke in Regensburg und ist bis heute eines der Prager Wahrzeichen. Böhmen gewinnt immer weiter an Bedeutung und wird 1198 zum Königreich, was sich vor allem auf Prag auswirkt. Wohlstand und Macht nehmen immer weiter zu. Die Prager Burgen bieten Schutz und die immer wieder aufgebauten Brücken einen Übergang über die Moldau. Außerdem ist Prag ein Knotenpunkt von Handelsstraßen. Das lockt Kaufleute und Handwerker in die Stadt und sie gewinnt an Bedeutung. 1234 erhält die Prager Altstadt das Stadtrecht von König Wetzel I. Unter ihm wird Prag zur königlichen Residenzstadt. 1347 wird der Luxemburger Karl IV. König von Böhmen. Unter ihm wird das Prager Stadtbild geprägt. Auf seine Anweisung entstehen die Veitskirche, die Karlsbrücke, die Stadtmauern und der Karlsplatz, seinerzeit der größte Markt Europas. Er baut die Prager Burg wieder auf und gründet mit der Karls-Universität die erste Uni im Römischen Reich Deutscher Nationen. Prag wird politisches und kulturelles Zentrum im Reich. Prag erhält den Beinamen Goldene Stadt und Hunderttürmige Stadt. Und das alles während der schlimmsten Pestepidemie in Europa, die auch Prag nicht verschont. Prag wächst enorm. 1370 leben schon 40.000 Einwohner in der Stadt. Prag wird zur größten Stadt im Römischen Reich Deutscher Nationen, noch vor Köln und Augsburg. Wetzel IV. Wird Nachfolger des 1378 verstorbenen Karls IV. Er vollendet viele der Bauvorhaben. Nach seiner Absetzung 1400 kommt es jedoch zu einem Abbruch. Prag wird von religiösen Spannungen erschüttert. Jan Hus, erst Lehrer, dann Rektor an der Prager Karls-Universität, predigt eine Reformation der Kirche. Er weigert sich, seine Lehren zu widerrufen. Daraufhin wird Hus 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt. Die nach ihm benannte Hussitenbewegung entsteht. Die Hussiten widersetzen sich der kaiserlichen Herrschaft über Böhmen. Sie stürmen 1419 das Prager Rathaus und werfen einige Ratsherren aus dem Fenster. Der erste Prager Fenstersturz. Es kommt zum Krieg, der 1437 mit einem Kompromiss endet. Dann widersetzen sich tschechische Adlige den Habsburgern und werfen 3 Habsburger Statthalter aus dem Fenster der Prager Burg. Diese landen unbeschadet auf einem Misthaufen. Dieser zweite Fenstersturz ist Beginn des Dreißigjährigen Kriegs. In der ersten Phase des Dreißigjährigen Kriegs erhebt sich Böhmen zusammen mit dem protestantischen Bündnis der Union gegen die katholische Liga. 1620 werden die protestantischen Truppen bei Prag vernichtend geschlagen. Die Stadt wird gewaltsam zum katholischen Glauben zurückgezwungen und verliert weite Teile ihrer Autonomie. Prag gerät wiederholt zwischen die Fronten. In den 1740er Jahren wird Prag erst durch Bayern und Frankreich, dann durch Preußen erobert. 1745 werden Böhmen und Prag Österreich zugesprochen. Im Siebenjährigen Krieg, der häufig als Weltkrieg betrachtet wird, gerät Prag wieder zwischen die Fronten. Hier kommt es zu einer bedeutenden Schlacht zwischen Österreich und Preußen. Die Prager Stadtteile werden 1784 zu einer Stadt vereint. Die industrielle Revolution erreicht Prag im 19. Jahrhundert. Geschwindigkeit und Expansion prägen diese Zeit. Vom Písecker Tor werden 1830 die ersten Eisenbahnschienen verlegt. Gezogen wird die Bahn allerdings noch von Pferden. 1834 entsteht in Prag die erste technische Hochschule Europas. Zwischen 1800 und 1900 steigt die Bevölkerung von 75.000 auf 202.000 Einwohner.
Die Stadt wächst rasch aus dem Gebiet der historischen Stadt heraus und die Vororte werden eingemeindet. 1896 beginnt der Straßenbahnverkehr, 1919 und 1937 entstehen die Flughäfen Kebeli und Rusnie. Beim Wachstum der Stadt steigt vor allem die tschechische im Vergleich zur deutschen Bevölkerung. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Bevölkerung noch zu 60% deutsch. In den 1920er Jahren waren es weniger als 5%. Dieser Übergang führt zu ethnischen Konflikten, wie überall in Österreich-Ungarn. Prag bringt um die Jahrhundertwende viele Künstler und Literaten hervor, wie Franz Kafka, dessen Werke bis heute von geplagten Abiturienten gelesen werden müssen. Die Rufe nach einer nationalen Einheit der Tschechen wurden bereits 1848 unterdrückt. Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es zu Aufständen wie in Deutschland auch. Die Tschechoslowakische Republik wird 1918 ausgerufen und Prag wird Hauptstadt des neuen Staats. Die Weltwirtschaftskrise 1929 trifft Prag schwer. 1938 muss die Prager Regierung das Sudetenland aufgeben und 1939 marschieren deutsche Truppen in Prag ein. Nach dem Einmarsch gingen die Nationalsozialisten mit äußerster Härte gegen die Prager Juden vor. Nur 15% der 50.000 Juden, die 1939 in Prag gelebt hatten, überleben den Holocaust. Heute leben nur noch etwa 1500 Juden in Prag. Die führenden Synagogen der Stadt und die sogenannten Stolpersteine erinnern an die große jüdische Tradition in Prag. Unter anderem steht hier die älteste noch aktive Synagoge in Europa. In Prag ist kaum kriegswichtige Industrie und die Stadt wird aufgrund ihrer tschechischen Bevölkerung geschont. Daher ist die Stadt nach dem Krieg kaum beschädigt. Die Rote Armee nimmt Prag im Mai 1945 ein und geht gewaltsam gegen die deutsche Minderheit vor. Die Kommunistische Partei KSC übernimmt im sogenannten Februarumsturz 1948 die politische Macht in Prag und der Tschechoslowakei. Die KSC greift in den 1950er Jahren zunächst hart durch. Im Verlauf der 1960er Jahre wird die Staatsführung jedoch liberaler. Es kommt zum Prager Frühling 1968. Die Staatsführung unter Alexander Dubček strebt einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz an. Dabei sollen Demokratie und Freiheiten der Bürger ausgebaut werden. Dadurch kam es zu Spannungen mit der Sowjetunion und im August 1968 marschieren 500.000 Soldaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei ein. Die NATO verhielt sich ruhig und hielt Militärübungen im Bayerischen Wald ab. In der Samtenen Revolution 1989 kommt es zum Sturz der sozialistischen Regierung in Prag. DDR-Bürger fliehen in die Prager Botschaft der Bundesrepublik. Nach dem Umsturz erlebt die Stadt massive Modernisierungen. Prag wird 1993 zur Hauptstadt der neuen Tschechischen Republik. Der Prager Stadtkern wird im selben Jahr zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1999 tritt Tschechien der NATO und 2004 der EU bei. Heute ist Prag mit 1,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt Tschechiens und belegt den 13. Platz in der EU. Die Region um Prag gehört zu den reichsten Europas. Die Stadt ist ein beliebtes Reiseziel. Eine stolze Stadt mit beeindruckender Geschichte, eine moderne Metropole und würdige Landeshauptstadt.